Hallo und herzlich willkommen bei Umarex TV. Wir befinden uns in der direkten Vorbereitung zur IWA und haben hier noch ein kleines Special, was wir euch im Vorfeld präsentieren wollen. Der Micha von GSP Airsoft hat es letztes Jahr auf der SHOT Show kurz angeteasert. VfC hat sich damals noch sehr bedeckt gehalten, was die technischen Features der Waffe betrifft. Wir haben jetzt das erste Vorserienmuster vorliegen, haben hiermit auch schon den ersten Langzeittest hinter uns gebracht und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es handelt sich um die VfC MP7A1 in der SAEG-Variante. Viel Spaß! Bis dato gab es die MP7A1 nur als 0,5 Joule oder als Gas-Blowback-Variante. Sprich, die Airsoft-Szene hat hier sehr lange danach geschrien, dass die MP7 endlich als SAEG auf den Markt kommt. Wir sind diesem Wunsch natürlich nachgekommen und schauen uns diese Waffe jetzt erst einmal genauer an. Schauen wir uns die MP7 genau an, stellen wir erstmal fest, wir haben einen schönen, stabilen Nylon-Fiber-Body. Im zusammengeschobenen Zustand kommen wir auf eine Gesamtlänge von 418 mm. Im ausgezogenen Zustand sind wir bereits bei 640 mm. Das Gesamtgewicht der Waffe sind 1665 Gramm und ausgeliefert wird die ganze Geschichte mit einem 120 Schuss mit Cap-Magazin. Zudem haben wir hier noch einen funktionalen Bolt Catch zur Einstellung der Shoot-Up-Unit. Ausgeliefert wird die MP7 in Deutschland mit einer Energie von 1,5 Joule. In der internationalen Variante sind wir bei 1,0 Joule. An dieser Stelle fragen sich aber bereits viele Leute, warum ist die MP7 jetzt so was Besonderes? Bis dato ist es doch eigentlich nur eine SAEG. Hier gehen wir jetzt im Detail nochmal genauer drauf ein, weil das, was da drin steckt, ist schon echt heftig. Die MP7 ist erstmal alles, außer einer stinknormalen SAEG. Aufgrund der kompakten Bauweise ist schon eine echte Leistung, hier 1,5 Joule rauszuholen. Dementsprechend wurde von vornherein eine MOSFET von VfC verbaut. Hier wird aber auch ganz klar darauf hingewiesen, dass nur 11 1er LiPos zu verwenden sind, einfach um sicherzustellen, dass die benötigte Energie direkt zur Verfügung steht. Ein 7.4er funktioniert auch. Hier gebe ich aber zu bedenken, dass die Gefahr, einen Jam zu produzieren, natürlich ein Stück weit höher ist. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo es anfängt, technisch wirklich interessant zu werden. Der Akku ist eingesetzt und angeschlossen. Ich stelle den Feuerwahlhebel auf Semi-Automatik, drücke ab, es passiert nichts. Auf Vollauto haben wir das gleiche Spiel. Das hat den ganz einfachen Grund, dass die MP7 mit einer Magazinsicherung versehen ist. Sprich, die Waffe kann wirklich nur dann schießen, wenn ein Magazin eingesetzt ist. Zusätzlich dazu haben wir hier oben noch einen kleinen Nippel, der quasi aus dem Magazin rauskommt, wenn die letzte BB verschossen wurde. Und über einen Neodym-Magnet der Gearbox meldet, Magazin ist leer und der Schussbetrieb wird sofort eingestellt. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle natürlich ein klitzekleines Problem. Ich benötige meine Waffe, die nur mit eingesetztem Magazin funktioniert und quasi direkt an die Gearbox gemeldet kriegt, das Magazin ist leer und ich kann nicht mehr schießen. Magazin ist wie gesagt eingesetzt, ich ziehe, es hört sich kurz an, als würde die Waffe jammen, ist aber nicht der Fall. Das ist wirklich dieser kleine Nippel, der aus dem Magazin rauskommt und der Gearbox meldet, Magazin ist leer, Schussbetrieb einstellen. Jetzt haben wir natürlich das ein oder andere Mal die Situation, dass zum Beispiel noch eine BB in der Shoot-Up-Unit verweilt oder ich aus irgendwelchen anderen Gründen einmal trocken abfeuern muss. Da haben wir hier die ganz einfache Möglichkeit, über den Bolt Catch hier vorne den Dry-Fire-Modus zu aktivieren. Das heißt, wenn ich den hier unten gedrückt halte und abdrücke, dann kann ich die Waffe trocken abfeuern. Hinweis an dieser Stelle, das funktioniert nicht, wenn das leere Magazin eingesetzt ist, weil, wie gesagt, über einen Read-Kontakt an die Gearbox gemeldet wird, der Schussbetrieb muss eingestellt werden. Bevor wir jetzt aber auf den Schießstand gehen, würde ich sagen, schauen wir uns die Gearbox nochmal ein bisschen im Detail an, einfach um euch zu zeigen, dass sie doch etwas aufwendiger als eine normale SAEG-Gearbox ist. Hier vorne unter dem Lauf befindet sich die MOSFET-Unit. Hier sehen wir die Verkabelung der ECU, sprich der Steuereinheit. Hier vorne haben wir dann noch ein paar mechanische Teile, die dann quasi der Gearbox melden. Alles klar, Magazin ist leer, wir müssen den Schussbetrieb einstellen oder eben den Dry-Fire-Modus, der auch hier rüber gesteuert wird. An der Oberseite sehen wir dann hier den Motor und an der offenen Seite der Gearbox
sehen wir dann letzten Endes auch, dass wir hier wirklich anständige Gears verbaut haben. Nachdem wir nun den groben Aufbau der Gearbox erstmal gesehen haben, würde ich sagen, gehen wir zusammen auf den Schießstand und gucken uns die Performance der Kleinen an. Nachdem wir nun vom Schießstand zurück sind, muss ich sagen, die Kleine hat mich extrem überzeugt. Ich finde auch die ganzen Neuerungen, die VFC hier reingebracht hat, extrem gut umgesetzt. Hier hat man sich gesagt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir greifen auf Dinge zurück, die bereits funktionieren. Für mich, alles in allem, definitiv ein Pflichtkauf für das Jahr 2019. Wie sieht es mit euch aus? Schreibt es in die Kommentare. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bis dahin, ciao.